Bruce hier, Glock 19X da. Zusammengesetzt ist es wunderbar. Eine interessante Mischung, muss ich ehrlich sagen. Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Wer mich kennt und wer so meine ganzen Kommentare gelesen hat, ich war nie ein wirklicher Fan der VFC bzw. Umarex Glocks gewesen. Nee, die haben mir eigentlich nicht so gut gefallen. Die Deluxe-Modelle waren schon ein bisschen besser, aber diese Standard-Glocks, nee, also da hätte VSC wirklich Besseres abliefern können. Ja, und in der Shoot-Show wurde jetzt die 19X vorgestellt und ich habe jetzt die Ehre, exklusiv von Umarex habe ich hier diese Glock 19X bekommen, um sie euch zu zeigen hier in meinem Review. Und so gesehen, ja, bin ich mächtig gespannt gewesen, was mich da erwartet, denn ich hatte ehrlich gesagt, ja, was soll VFC groß machen? Neben den 19Xer Schlitten, 17er Griffstück, Coyote Tan lackiert, 19X Markings drauf und fertig. Ja, VFC hat mich mächtig überrascht zum Positiven. Ich bin absolut happy. VFC hat sich anscheinend die ganzen Kritiken zu Herzen genommen und hat hier verbessert mit der 19X. Also wir haben hier nicht nur außen eine geile 19X, die wirklich absolut authentisch aussieht, was Farbton und Markings angeht. Auch im Inneren hat VFC ganze Arbeit geleistet, aber mehr möchte ich jetzt wirklich nicht erzählen. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Intro an und dann erzähle ich euch den Rest. Ich wünsche euch viel Spaß. Zurück aus dem Intro. Ihr seid noch da, ihr möchtet also mehr wissen über dieses schmucke Baby hier, die Umarex Glock 19X. Fangen wir zunächst einmal erst mit dem Lieferumfang an. Das, was ich hier bekommen habe, ich kann euch nicht sagen, ob es genau das auch ist, was denn später in den Verkauf geht. Ich gehe stark davon aus, denn hier allein schon der Karton, den ich dazu bekommen habe, der sieht eigentlich genauso aus wie alle typischen Glock-Kartons, die man hier von Umarex kriegt. Daher gehe ich davon aus, das wird schon so sein. Es kann sein, dass sich vielleicht ein bisschen was ändert. Ja, seid einfach mal gespannt. Ebenso kann ich euch auch nichts zum Verkaufspreis sagen von diesem guten Stück. Ich schätze, wird sich auch so auf 180 € einpendeln. Aber wie gesagt, alles ohne Gewähr. Fangen wir erstmal an. Was habe ich bekommen für das Review? Ihr habt es schon gesehen, den Standardkarton, denn natürlich hier in meiner Hand die Glock 19X. Dazu ein Coyote Tan-farbenes Green Gas Magazin. Dann habe ich eine Anleitung dazu gekriegt, auch die klassische Anleitung, wie wir sie auch schon kennen, von den Umarex Glocks in verschiedenen Sprachen gehalten. Einen Sechskantschlüssel und dann habe ich dazu noch gekriegt einen Patch Glock 19X. Ja, ob es da vielleicht sogar noch zusätzliche Griffrückenstücke gibt, so wie bei der Gen 4, kann ich euch nicht sagen. Lasst euch einfach überraschen, aber das ist erstmal alles, was ich bekommen habe. Machen wir weiter mit dem Bodycheck. Ich zeige es euch noch ran und gehe gleich noch mal ein Stück zurück. Also wir sind noch nicht ganz am Bodycheck. Ich glaube, ich muss doch vorher noch so ein bisschen was über die echte Glock 19X erzählen, damit ihr so ein bisschen auf dem gleichen Stand seid, wenn wir nachher auch in die Details und Funktionen gehen und wenn ich euch auch mal ein bisschen was über die Verarbeitung erzähle. Die echte Glock 19X ist Anfang 2018 in den Verkauf gegangen und ist die zivile Version von der Glock 19 MAS, das ist die militärische Variante. Rein äußerlich unterscheidet sie sich nur dadurch, dass wir hier auf der linken und rechten Seite hier nochmal eine zusätzliche Sicherung haben. Das hat die zivile Version nicht. Weiterer Aspekt, der sofort auffällt, wenn man sich die Glock 19X anguckt, ja, das ist hier der Farbton. Wir haben hier eine Coyote Tan Beschichtung und es ist, glaube ich, die erste Glock, die auch mal einen farbigen Schlitten vom Werk aus hat. Das macht die Glock optisch besonders. Das weitere Besondere an der Glock 19X ist, dass wir hier sozusagen so eine Art Widder haben. Wir haben den Schlitten, den kompakten Schlitten von der Glock 19 und das große Griffstück von der Glock 17. Wir haben also hier die volle Magazinkapazität der Glock 17 und die kompakte Bauweise anhand des Schlittens hier von der Glock 19. Der weitere Zusatz ist hier, dass wir hier von der Gen 5 hier das gerade Griffstück haben, ohne die Rillen. Dann haben wir hier neu dazugekommen von der Glock 19 hier
die Fangriemenöse und ich nehme mal das Magazin raus und dann sehen wir hier, dass es hier noch eine Magazinschachterweiterung vorne gibt. Des Weiteren haben wir eine Tritium-Visierung, sodass ihr auch in der Dämmerung gut sehen könnt. Und ich denke mal, das ist alles, was es so zur Glock 19X erstmal zu sehen gibt. Ihr könnt euch ja, ich packe euch da unten in die Videobeschreibung auch noch ein paar Links rein zur echten Glock 19X, dann könnt ihr euch da auch noch den Rest ranschauen. Aber wir gehen jetzt wirklich nah ran, jetzt fangen wir endlich mal an mit dem Bodycheck und gucken uns mal an, was VFC denn da so gewerkelt hat. Denn wie gesagt, 2018 kam die Real Steel raus, ein Jahr später jetzt auch schon die Airsoft-Version. Und da muss ich sagen, ja, VFC typisch wieder perfekt von außen gefertigt. Dieser Farbton ist, denke ich mal, identisch. Also die echte Glock 19X hatte ich ja vor einem Jahr in der Hand gehabt, aber anhand von Bildern muss ich ehrlich sagen, passt das schon. Der etwas dunklere Schlitten, das hellere Griffstück, richtig toll gemacht. Und jetzt gehen wir mal nah an, guckt euch mal die Beschichtung an, ja, von dem Schlitten. Genial. Wenn ich bedenke, die ersten Glocks von Umarex bzw. VFC hatten eine wirklich grausige Beschichtung gehabt, haben sich glatt angefühlt, sahen aber von außen rußig aus und waren so dünn beschichtet, dass sie sich wirklich nach kurzer Benutzung schon langsam abgerieben haben und das blanke Aluminium zum Vorschein kam. Das ist es hier bei diesem Coyote-Tan-Beschichtung nicht. Das Ding ist hier richtig kratzfest. Und auch die Markings, dazu kommen wir auch noch mal richtig später, sind hier richtig satt und tief eingelassen, sodass das richtig sauber aussieht. Einziger Kritikpunkt hier, Outer Barrel und Patronenkammer haben wieder diese rußige, dünne Beschichtung, die sich jetzt auch schon langsam ablöst. Das sieht man hier schon am Rand. Also hier weiß ich nicht, warum VFC nicht auch hier ein bisschen hochwertiger gearbeitet hat, so wie bei diesem Schlitten. Ist mir unbegreiflich. Ich halte euch hier nochmal die 19X, die 19X, die Glock 19 von Umarex rein. Könnt ihr leider im Video immer nicht so sehen. Da sieht es eigentlich immer einigermaßen okay aus, aber wenn man die wirklich in real in der Hand hält, merkt man schon, dass diese Beschichtung wirklich, ja, nicht so wunderschön ist. Das war für mich auch immer echt ein Kritikpunkt gewesen und das hat Umarex jetzt ja, mit der Coyote-Tan-Beschichtung wirklich verbessert. Das gibt von mir echt einen Daumen hoch. Griffstück wieder perfekt verarbeitet, auch wie bei den anderen Glocks, die ich so kenne von Umarex, richtig perfekt gemacht. Auch hier die Gussnähte, alles ganz sauber. Hier gibt es keine groben Kanten. Das ist wirklich richtig fein gemacht, das Ganze. Und der Schlitten sitzt richtig fest drauf, hat kaum Spiel. Auch hier die Abstände, alles richtig toll gemacht. Ich denke auch hier hinten bei der Platte ist der Abstand auch ein bisschen geringer geworden als bei den alten Modellen. Ich halte hier mal bloß die alte rein, könnte ja mal sagen, ist minimal. Aber für mein Gefühl ist es ein bisschen besser geworden. Ja, ich weiß nicht, was ihr dazu haltet. Also ich muss ehrlich sagen, rein von außen her gibt es von mir einen Daumen hoch. VFC typisch wieder genial verarbeitet und im Vergleich zu den anderen Glocks von VFC ist das hier wirklich, ja, zwei Daumen hoch. Was wäre eine lizenzierte Glock Airsoft ohne authentische Markings? Und hier hat sich dank halt dem Lizenzrecht VFC nicht lumpen lassen und hat die 19X authentisch auch nachgebaut, was die Markings angeht. So haben wir auf den Schlitten auf der linken Seite hier Glock 19X Austria mit der Kaliberangabe 9x19. Auf der anderen Seite am Schlitten das Glock-Logo, die Seriennummer. Hier auf der Patronenkammer auch nochmal die Seriennummer gedreht. Nochmal das Glock-Logo mit der Bezeichnung AT für Österreich und der Kaliberangabe. Dann haben wir hier am Griffstück hier unten einen kleinen Unterschied. Hier steht drauf, dass es hier ein lizenziertes Produkt ist von Glock. Im Original steht hier drauf Made in Austria Glock GmbH. Das haben wir bei dieser Airsoft-Variante nicht. Auf der anderen Seite vom Griffstück finden wir hier wieder das Glock-Logo. Am Magazinboden werden wir auch nochmal verwöhnt mit dem Glock-Logo. Wenn ich das Magazin rausnehme, haben wir hier auch nochmal an der Seite Glock Austria und auch nochmal die Kennzeichnung, wie viel Patronen wir noch im Magazin haben, ist hier natürlich nur angedeutet bei der Airsoft. Das passt hier leider bei der Airsoft nicht. So, dann haben wir Markings auch dezent angebracht hier an der Visierung vorne und auch nochmal
zweimal hier auf der hinteren Seite. Auf der Rückseite haben wir hier, muss ich so rumdrehen, haben wir nochmal die Kennzeichnung Kaliber 6 mm BB und das F auch dezent angebracht, schön auf der Unterseite. Und dann haben wir hier in diesem Blech die fortlaufende Seriennummer, die ist auch eindeutig, die stimmt natürlich nicht überein mit der Seriennummer, die wir hier auf den Schlitten finden. Die ist immer identisch, die eindeutige Seriennummer findet ihr hier an der Unterseite. Weiter geht's mit den technischen Daten. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr euch das ein bisschen besser anschauen. Wir haben hier von der Firma VFC bzw. Umarex die Glock 19X mit einer Gesamtlänge von authentischen 185 mm. Die Lauflänge beträgt 92 mm, Gewicht 639 Gramm. Haben wir hier das Kaliber 6 mm, Magazinkapazität 22 Schuss, System Gas Blowback Baby. Haben wir hier eine Power laut Hersteller, sie geben hier an 1 Joule oder up to 90 Meter pro Sekunde und das sind so bei mir eigentlich mehr so 0,8 Joule bzw. 295 FPS. Das werde ich natürlich jetzt für euch im Chrono nachmessen. Ich werde auch gleich meinen neuen Chrono da verwenden. Also nicht wundern, sieht jetzt ein bisschen anders aus, ein bisschen elektronischer, ist aber eine coole Sache. Ich werde jetzt mit einer Gasfüllung so lange schießen, bis sich aus der 19X hier nichts mehr rührt. Und dann schauen wir uns mal an, was wir hier für Ergebnisse haben. Ich wünsche euch viel Spaß. Das war der Chrono gewesen. Ja, und da haben wir gleich ein paar Überraschungen. Zum einen die Werksangabe von 0,8 Joule haben wir nicht erreicht als Max. Wir hatten als Max-Wert hier die 0,73 erreicht. Durchschnitt war 0,55. Der Minimalwert, okay, den Crepira zum Schluss, die 0,04 Joule lassen wir mal weg, waren 0,3 Joule. Also alles eigentlich gar nicht mal so schlimm, finde ich voll in Ordnung, passt super. Denn, und jetzt kommt die Überraschung, Umarex hat hier auch ein bisschen an der Gaseffizienz gearbeitet. Denn die alten Glock 17er hatten im Durchschnitt, konnte man mit einer Gasfüllung ungefähr 3 Magazine rausschießen, waren so um die 70 Schuss. Und hier mit der Glock X wurde das Ganze noch getoppt. Ihr habt gesehen, 97 Schuss konnte ich damit rausschießen. Die letzten Schuss können wir mal weglassen. Sagen wir mal so aufgerundet, so 90 Schuss seid ihr safe. Und das ist ein ganzes Magazin mehr. Also mit der Glock 19X könnt ihr 4 Magazine verschießen. Und das finde ich ist ein richtig genialer Wert. Das war der Chrono, hat mich auch positiv überrascht.
machen wir weiter mit den Details und Funktionen. Schauen wir uns die Glock 19X mal etwas genauer an. Starten wir zunächst mit der Visierung. Vorne und hinten aus Kunststoff gefertigt, das Ganze starr und auch schön fest montiert. Hier wackelt nichts. Kann man hier vielleicht bei Bedarf, wenn man möchte, hier hinten die Visierung noch in der Seite ein bisschen verstellen. Finde ich aber bei so einer Airsoft-Waffe eigentlich unnötig. Gucken wir uns mal die Zielhilfe an. Die ist hier bei Umarex durch 3 weiße Punkte gegeben, sodass ihr auch bei leichter Dämmerung hier noch gut zielen könnt. Bei der Original 19X haben wir sogar Tritium-Beleuchtung, das heißt in der Dämmerung leuchtet das ganz schön. Wäre vielleicht auch ein cooles Feature gewesen, wenn Umarex hier fluoreszierende Punkte angebracht hätte, sodass wir so einen ähnlichen Spaß hier auch bei der Airsoft-Replik haben. Schauen wir uns mal das Vordere etwas genauer an, was man eigentlich nicht so gerne sieht, ganz genau, aber in der Kamera ist das hier ziemlich safe. Wir können uns das richtig nah ranschauen und hier hat Umarex richtig cool gearbeitet, denn man kann den Inner Barrel kaum sehen. Ich ziele mal genau in die Kamera rein. Ja, wenn ich das so ein bisschen hin und her bewege, könnt ihr das Glänzende sehen von dem Inner Barrel. Ansonsten ist der komplett in schwarz gefasst. Und das gibt euch jetzt hier diesen authentischen Look hier vorne. Auch sind hier so Züge und Drall so ein bisschen nachempfunden hier in dem ersten Zentimeter, so dass ich das, wenn ich das zum Beispiel hier in dieser Perspektive halte, das absolut echt aussieht. Richtig klasse, und das habe ich glaube ich noch nie gesagt, ist hier die Federführungsstange. Sieht die nicht authentisch echt aus? Ja, ist die nicht klasse? Warum ist der Bruce so begeistert von dieser Federführungsstange? Jetzt kommen wir zu dem absoluten Highlight von dieser Glock 19X. Und das ist hier diese Federführungsstange. Warum? Ich habe hier diesen Sechskantschlüssel. Wenn ich den in die Federführungsstange stecke, kann ich nun das Hop-Up einstellen. Ist das geil? Hört ihr? Hop-Up erhöhen, Hop-Up senken. Ist das geil? Ein absolutes Highlight für mich. Hier braucht ihr den Schlitten nicht auseinandernehmen, um das Hop-Up zu justieren. Einfach nur den Sechskantschlüssel rein, drehen und dann könnt ihr beim Schießen schön das Hop-Up justieren. Wer jetzt denkt, wenn ich mal meinen Sechskantschlüssel nicht dabei habe, kann ich das Hop-Up trotzdem justieren. Das könnt ihr wie gewohnt, auch wenn ihr den Schlitten abnimmt. Aber das zeige ich euch dann nachher später. Auf der rechten Seite des Schützen hier an der Patronenkammer sehen wir hier die Auszieherkralle. Die ist von VFC als separates Bauteil hier angebracht aus Metall. Ist auch federunterstützt und ja, ahmt hier die Kralle authentisch nach. Finde ich, hat VFC so als kleines Schmankerl detailgetreu für die Airsoft schön nachgebaut. Ein Bedienelement, was Umarex hier auch bei der Glock 19X nachgebildet hat, was es auch bei der Gen 4, Gen 5 Glock gibt, ist hier der beidseitige Schlittenfanghebel. Einmal hier auf der rechten Seite für den Linkshänder und einmal auf der linken Seite für den Rechtshänder. Ich ziehe den Schlitten mal nach hinten, er rastet jetzt ein. Kleiner Beweis, Rechtshänder können den Schlitten nach vorne schnalzen lassen und auch Linkshänder. Das funktioniert einwandfrei und wie ihr seht auch mit ordentlich Schmackes. Auch bei dem Magazinlöseknopf wurde hier an den Linkshänder gedacht. Wenn ihr aber seht, ist der Magazinlöseknopf hier nur auf einer Seite zu finden, nämlich auf der linken für den Rechtsschützen, aber ihr könnt den Knopf einfach wechseln. Dazu muss im Inneren hier eine Feder rausgenommen werden. Dann könnt ihr den Magazinknopf drehen, auf der anderen Seite anbringen, Feder wieder rein und dann kommen die Linkshänder auch in den Genuss, einfach ein Magazin zu wechseln. Kommen wir zum nächsten Punkt und das war damals ein absoluter Kritikpunkt bei mir gewesen und das war der Abzug. Die alten VFC Glocks hatten wirklich einen grottigen Abzug, der erst nach mehreren hundert Schüssen erst einwandfrei lief. Neu ausgepackt hatte dieser Abzug so dermaßen gehakelt, dass man den Finger wirklich korrekt an den Abzug legen musste, damit man überhaupt einen Schuss auslösen konnte. Denn hier dieser Safe-Action-Abzug, der hier bei der Umarex Glock nachempfunden ist, war so hakelig, dass hier diese Sicherheitszunge nicht richtig reinging, wenn man den Finger nicht korrekt an den Abzug legte. Und das machte bei den ersten Schüssen überhaupt gar keinen Spaß und senkte hier wirklich die Laune bei dieser Glock. Mit der 19X hat VFC wirklich
ganze Arbeit geleistet. Wir haben hier wirklich einen Top-Abzug, der richtig wie Sahne funktioniert, gleich aus der Packung. Ich war total begeistert. Ja, schauen wir uns den Abzug an. Er ist authentisch nachgebildet. Hier im abgeschlagenen Zustand sitzt der Abzug hinten. Wenn ich die Airsoft einmal durchlade, achtet mal auf den Abzug, springt der in die vordere Position und signalisiert den Schützen, dass die Waffe durchgeladen ist. Der Safe-Action-Abzug funktioniert hier genau wie bei der Glock. Haben wir hier in der Mitte hier diesen Züngel. Der muss mit reingedrückt werden. Erst dann kann ich den Abzug richtig durchdrücken. Habe ich diese Zunge nicht drin, kann ich den Abzug zwar drücken, aber nicht den ganzen Weg. Da hier, das sieht man wahrscheinlich hier oben ganz gut, blockiert hier so ein Stückchen Plastik, was erst weggeht, wenn ich die Zunge hier reindrücke. Und wie gesagt, ist schon, wenn ich das so nehme, bis zum Druckpunkt führe, ist das alles ganz smooth. Kann das machen, wie ich will. Richtig toll verarbeitet das Ganze. Läuft das hier wie ein Uhrwerk. Ja, schauen wir uns mal den Druckpunkt an. Ungefähr 5 bis 6 mm muss ich den Abzug reindrücken. Dann spüre ich den Druckpunkt sofort. Halt hier mal den Finger auf die Schlittenfanghebel. So, und wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr drücke, zack, kommt der Schuss. Resetpunkt auch ungefähr 5 bis 6 mm. Hört ihr das Klicken? Kann man hier sofort ohne Probleme Druckpunkt spüren, draufdrücken und schaut euch mal den Kick an. Richtig satt. Also hier hat VFC bzw. Umarex super gearbeitet und hat mir endlich einen funktionierenden, genialen Abzug gegeben. Perfekt. Schauen wir uns das Griffstück an und auch hier hat VFC wirklich ganze Arbeit abgeliefert. Nicht nur wegen dem Farbton, sondern auch hier von der Verarbeitung absolut top. Haben wir hier hochwertigen Kunststoff, der sich richtig gut anfühlt und auch ja, wie das Ganze so gefertigt worden ist. Schaut euch mal die Gussnähte an. Kaum zu sehen, kaum zu spüren. Richtig schön gemacht. Das Ganze haben wir ja auch ja, die typische Texturierung hier von der Glock 19X. Hier diese Punktierung hier an der Seite, hinten, vorne, die Rillen hier auf der Fingerauflage, absolut authentisch gefertigt, sodass ihr die Waffe richtig schön rutschfest in den Händen halten könnt. Weiteres Feature, wie beim Original, haben wir hier die Möglichkeit, vorne ja, ein Laser- oder Lichtdummy anzubringen oder alle, die nicht aus Deutschland kommen, hier richtiges Material ranzuschieben, kein Problem. Dann haben wir hier authentisch die Magazinschachterweiterung nur auf der vorderen Seite. Ich nehme das Magazin mal raus, dann kann man das besser sehen. Ist nur hier und das soll halt das Magazin nachladen, ein bisschen vereinfachen, sodass man hier schneller agieren kann. Ja, absolut auch noch eine Neuheit hier bei der 19X, was auch Umarex nachempfunden hat, ist ja die Fangriemenöse. Da ist sie. Die kann man sogar wie beim Original sogar entfernen. Wenn jemand sagt, das stört mich, können wir das hier auch bei der Airsoft Replique einfach entfernen. Dazu habt ihr hier dieses Loch. Da könnt ihr zum Beispiel den Sechskantschlüssel nehmen, der im Lieferumfang ist. Hier einfach reindrücken. Ich mache das mal. Muss ich richtig Kraft aufwenden. Das muss richtig doll reingedrückt werden. Und dann kann ich den Fangriemen böse rausnehmen. So. Jetzt kann ich es einfach abziehen. So sieht es aus. Und dann könnt ihr die 19X auch ohne Fangriemenöse betreiben. An der Seite hätte man die Möglichkeit, andere Griffrückenstücke anzubringen. Bei der Real Steel sind da welche mit dabei, Größe M und L. Ob das hier bei der Airsoft Replique auch der Fall sein wird, kann ich euch nicht sagen. Bei mir im Lieferumfang waren sie nicht dabei. Würde ich aber begrüßen, wenn das vielleicht mit dazu kommt, dann ja, wäre das Ganze schon fast komplett. Ich sage fast komplett, denn jetzt kommen wir zum Magazin. Das hole ich mal raus. Denn im Lieferumfang von der Real Steel gibt es einmal ein 17-Schuss Magazin. Das sieht ungefähr so aus wie hier das Airsoft Magazin. Und dann gibt es nochmal 19 Schuss Magazine und die haben einen bisschen dickeren Magazinboden. Würde ich cool finden, vielleicht kommen diese Magazine noch oder nur diese Böden zum Tauschen, sodass man das auch nachempfinden kann. Aber wie gesagt, keine Ahnung, was da noch kommt. Vielleicht sehe ich das Ganze ja dann auch auf der IWA live, dass es sowas gibt. Aber jetzt zur Zeit habe ich erstmal nur dieses Magazin. Das gucken wir uns mal an, hatte ich euch ja schon beim Bodycheck gezeigt. Sieht absolut authentisch aus und auch zum Glück in der Coyote TAN
Beschichtung gegeben. Haben wir hier eine Kapazität von 22 Schuss. Das Ganze wird mit Green Gas geladen. Und zwar befindet sich hier hinter dem Magazinboden das Einlassventil. Dazu einfach nur hier das Metallstück hier ein bisschen nach hinten schieben. Dann könnt ihr den Deckel zur Seite schieben und dann könnt ihr hier das Gas einfüllen. Finde ich eine schöne Sache. Dadurch ist dieses Ventil geschützt gegen Schmutz, Dreck und ja, wenn das Magazin mal runterfällt, dass es hier beschädigt wird, denn durch diesen Magazinboden ist das Ganze hier richtig geschützt. Ja, hier haben wir nochmal die authentischen Markierungen, wie beim Original, wo man sehen kann, ja, wie viele Patronen wir noch im Magazin haben, ist bei der Airsoft natürlich nur angedeutet. Wir kommen nämlich Bibis rein und das Ganze funktioniert hier vorne. Dazu einfach die Feder nach hinten schieben und dann könnt ihr, weil das hier alles eine breite Öffnung hat, könnt ihr den Speedloader überall ansetzen und bis zu 22 Bibis damit einfüllen. Ja, und ich denke mal, ich fülle jetzt das Magazin voll und dann machen wir den Schusstest. Schusstest mit der VFC Glock 19X. Ich schieße jetzt auf 10 Meter. Zunächst erstmal 10 Schuss auf eine A4 Zielscheibe mit 0,20 Gramm Bio-Bibis. Erstmal ganz ruhig und dann ja, hau ich den Rest runter. Und ich bin gespannt, wie sich die 19X so schlägt. Ziemlich weit unten die Schüsse, wie ich sehe. Ich muss ein bisschen höher schießen. Ich werde jetzt die restlichen Schuss von dem Magazin mal ein bisschen höher halten und dann schauen wir mal, was dann passiert. Sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Das war der Schusstest gewesen. Ja, und ihr konntet sehen, ich konnte zwar so eine kleine Gruppe schießen, aber alles ziemlich weit unten, obwohl ich genau in die Mitte gezielt hatte. Habe danach ein bisschen korrigiert und habe die Pistole ein bisschen höher anvisiert. Dadurch sind die Treffer ein bisschen besser geworden. Also die Gruppe passt schon ganz gut, aber ihr seht, an dem Hop-Up muss noch so ein bisschen justiert werden, beziehungsweise das Hop-Up-Gummi muss auch erstmal richtig flutschig werden, denn ich habe insgesamt ja gerade mal so circa 200 Schuss erst mit der Airsoft hier rausgeschossen. Liegt auch daran, ich habe sie sehr kurzfristig bekommen, hatte wenig Zeit, aber ich wollte euch das gute Stück so schnell wie möglich hier zur IWA präsentieren. Also habt da noch ein bisschen Erbarmen. Ich denke mal, wenn man sich ein bisschen noch damit beschäftigt und ein paar Schüsse raushaut, wird das Ganze vom Ergebnis bestimmt noch wesentlich besser. Apropos Hop-Up, hatte ich euch ja schon gesagt, geniale Erfindung, sehr innovativ. Wir können die Pistole ja einstellen, indem wir hier einfach nur einen 6 Grad Schlüssel reinstellen und von vorne die Einstellung vornehmen können. Aber das Ganze geht natürlich auch von innen und das bringt mich jetzt dazu, wir nehmen jetzt die Glock 19X auseinander und dann schauen wir uns mal die Internals an und schauen uns an, was Umarex denn hier so in der Glock 19X so gezaubert hat. Das Auseinandernehmen ist eigentlich ganz einfach. Zunächst entfernt ihr das Magazin, legt euch das zur Seite. Dann habt ihr hier so einen kleinen schwarzen Hebel auf der linken Seite und nochmal auf der rechten Seite. Mit beiden Fingern den Hebel nach hinten ziehen, dann den Schlitten nach hinten schieben und nach vorne und dann könnt ihr den Schlitten ganz einfach abnehmen. So, ich lege das Ganze mal zur Seite und ich würde sagen, fangen wir mal gleich mit dem Schlitten an. Wer bereits eine VFC Glock hat, der wird sofort feststellen, dass sich hier das Innenleben des Schlittens total verändert hat. Hier hat VFC was ganz anderes aufgebaut. Ich packe euch zum Vergleich mal hier einen Schlitten von der Glock 19 daneben, damit ihr euch das mal reinziehen könnt. Das Nadelgehäuse aus Zinkdruckguss ist bei beiden fast identisch. Hier haben wir bei der Glock 19 hinten nur eine kleine Änderung. Die größte Änderung, die sehen wir hier vorne bei der Federführungsstange. Das ist nämlich ganz anders aufgebaut. Bei der alten Glock haben wir hier auch so ein Zwei-Feder-System. Einmal eine ganz lange, dünnere, schwächere Feder und einmal eine kurze, starke Feder. Die dünnere Feder ist ja für den Rückweg zuständig, wenn der Schlitten nach hinten fährt. Und die kurze, dicke Feder dient dazu, dass der Schlitten noch mal ein bisschen mehr Schmackes kriegt, wenn er wieder in die Ausgangsposition fährt.
Bei der Glock 19X ist es genauso, außer dass es ein bisschen anders aufgebaut ist. Ihr seht hier, die stärkere Feder ist weitaus länger als bei der alten Glock. Das hat auch ja die Ursache, dass hier die 19X mit ein bisschen mehr Kick nach vorne fährt. Und das Ganze ist auch schon ausgelegt für CO2-Magazine. Dann die nächste Änderung ist auch eine gravierende, das ist die Hop-Up-Justierung, hatte ich euch am Anfang schon gesagt. Hier bei der alten Glock haben wir noch dieses Kunststoffzahnrädchen, wo man mit dem Fingernagel hier das Hop-Up einstellen kann. Das ist bei der Glock 19X jetzt entfallen. Ich nehme mal den Schlitten weg hier. Denn das Ganze funktioniert jetzt über dieses Zinkdruckgusszahnrädchen hier. Ich halte es ein bisschen zur Seite. Wir können jetzt, hatte ich euch ja schon gesagt, hier entweder mit diesem Sechskantschlüssel, wenn ich den in die Federführungsstange packe, jetzt das Hop-Up justieren. Seht mal hier auf dieses Zahnrädchen, wenn ich jetzt hier dran drehe, seht ihr, läuft dieses Zahnrädchen mit und verstellt jetzt hier das Hop-Up. Das Ganze können wir natürlich auch ohne Zahnrädchen machen, ohne Sechskantschlüssel machen, indem wir hier einfach mit dem Fingernagel das Hop-Up einstellen. Das funktioniert auch ohne Probleme. Das Ganze ist ja auch dank der Federführungsstange, sitzt das Ganze hier richtig fest hier an der Hop-Up-Justierung drin, beziehungsweise am Innerbarrel, sodass wir das hier nicht so auseinandernehmen können wie bei so einer Standard-VFC-Glock. Ich zeige es euch hier nochmal, da war es ja eigentlich ganz einfach, da habt ihr einfach nur die Federführungsstange abgenommen und konntet dann den Outer Barrel abnehmen. Vorteil war hier hat sich das Hop-Up beim Auseinandernehmen nicht verstellt. Das ist jetzt hier bei der Glock 19X leider anders. Wenn wir das hier komplett auseinandernehmen, verstellt ihr euch die Hop-Up-Justierung. Das ist vielleicht wieder ein negativer Punkt. Ja, machen wir das doch gleich mal. Nehmen wir das Ganze mal auseinander. Dann kann ich euch auch genau erzählen, wie das Ganze hier mit der Hop-Up-Justierung funktioniert. Wir sehen jetzt hier bei dem Zahnrädchen hier diese kleine Einkerbung. Wenn sich die Einkerbung hier in dieser Position befindet, ist die Hop-Up-Justierung in der Mitte. Das ist schon mal ein ganz guter Indiz nachher, wenn wir uns das Hop-Up wieder richtig einstellen. So, und um die Federführungsstange hier von der Hop-Up-Unit zu lösen, müssen wir jetzt etwas tun, was man eigentlich nicht tun sollte, aber anders kriegen wir es nicht ab. Wir müssen jetzt diese Einkerbung hier in die untere Position fahren. Das heißt, wir bringen jetzt das Hop-Up in Nullstellung, sonst kriegen wir die Federführungsstange nicht ab. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel hier den Sechskantschlüssel nehmen und das Hop-Up einfach ganz nach links drehen bis zum Anschlag. Ja, jetzt habt ihr die Einkerbung genau unten und jetzt könnt ihr die Federführungsstange auch abziehen. So, nehmen wir ab. Jetzt können wir hier die Laufbuchse noch entfernen und jetzt können wir den Lauf ebenfalls aus dem Schlitten rausnehmen. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze mit der Hop-Up-Justierung überhaupt funktioniert. Seht ihr hier an der Stelle hier diesen kleinen silbernen Hebel, der besteht aus Zinkdruckguss und mit diesem Hebel ja, verstellt ihr hier das Hop-Up. Das Ganze ist federunterstützt, springt, wenn wir hier das Zahnrädchen abnehmen, hier in die obere Position. Das heißt, wir haben jetzt hier 0 Hop-Up. Je mehr der Hebel nach unten geht, desto mehr Hop-Up haben wir. Ja, und wie übernimmt jetzt dieses Zahnrädchen hier diese Verstellung? Wenn ihr da mal reinguckt, ich hoffe, ihr könnt es sehen, bei dem Zahnrädchen, habt ihr hier so eine Rille in den Zahnrädchen drin, welches sich zur Mitte hin verjüngt, je nachdem, in welche Richtung man jetzt dreht. Und das ist der Trick bei der ganzen Geschichte, denn dieser kleine silberne Hebel geht hier in diese Vertiefung rein und wenn ich in die eine Richtung drehe, also in die verjüngende Richtung, geht hier der Hebel nach unten und wenn ich in die andere Richtung drehe, geht der Hebel wieder nach oben. Und da das Ganze hier mit Zahnrädern unterstützt wird, rastet das hier in dieser Hop-Up-Justierung ein und das Ganze hier dank der Feder auch richtig fest. Heißt also, das Ganze verstellt euch nicht, außer ihr nehmt halt das ganze System auseinander. Und da kann ich euch vielleicht einen kleinen Tipp geben, wenn ihr euren optimalen Hop-Up-Justierung vorgenommen habt, dann macht euch doch einfach hier in dieser Zahnrädchen so eine kleine Markierung rein und dann wisst ihr beim Zusammenbau wieder, welche Einstellung ihr vornehmen müsst. Ja, Zusammenbau ist eigentlich auch ganz simpel. Das machen wir gleich mal. Ihr nehmt hier den Lauf, steckt ihn hier wieder rein. Dann kommt hier wieder die Laufbuchse rein. So, und jetzt müsst ihr halt darauf achten, hatte ich euch ja schon gesagt, die Einkerbung hier muss
unten sein, genau an dieser Position. Da setzen wir wieder die Federführungsstange rein, bis es richtig hier einrastet. Na, so, jetzt ist es eingerastet, sozusagen genullt, und jetzt könnt ihr ja wieder den Sechskantschlüssel nehmen und euch das Hop-Up jetzt in die Einstellung bringen, wie ihr wollt. Ich stelle es jetzt einfach mal wieder auf die Nullposition. So, ihr seht, die Einkerbung ist wieder in der Mitte. Wir haben jetzt sozusagen mittlere Hop-Up-Justierung, und wenn ihr euch, wie gesagt, jetzt hier noch so ein paar Kerben macht, könnt ihr euch ja sozusagen eure Einstellung merken. Werfen wir noch einen Blick auf das Griffstück. Auch hier hat sich eigentlich nicht viel getan. Auch was die Materialien angeht, haben wir hier eigentlich alles aus Zinkdruckguss gefertigt. Außer hier der Schlittenfangheber auf beiden Seiten besteht aus Stahl, und hier ein Teil von der Hammereinheit besteht aus Stahl. Ansonsten hat sich das hier vorne ein bisschen verändert. Hier haben wir die Schlittenführung ist ein bisschen weiter ausgeprägt, sodass der Schlitten besser auf dem Griffstück sitzt. Ich zeige hier nochmal hier die Glock 19 rein, sodass ihr euch das hier nochmal im Vergleich reinziehen könnt. Also hier der Teil auch ein bisschen anders gefertigt. Ansonsten ja, gibt es soweit nichts Neues. Die Glock habe ich wieder zusammengebaut. Ja, weiter machen wir jetzt mit den Pro und Kontras. Wie gesagt, heute die brandneue, brandheiße, eigentlich noch gar nicht erhältliche Umarex Glock 19X, gefertigt von VFC. Ja, erster Pluspunkt ist das, wir haben hier einen Airsoft-Nachbau von einer Glock 19X, und das erst nach einem Jahr, nachdem die Original Glock 19X erhältlich war, haben wir hier jetzt schon einen Airsoft-Nachbau. Das finde ich richtig genial, und dank Lizenzrecht haben wir auch alle Markings drauf, alles 1:1 gefertigt. Das Sammlerherz schlägt hier richtig höher, und jeder Glock-Fan ist hier absolut glücklich. Nächster Punkt, die Beschichtung wurde einfach traumhaft nachempfunden. Man kann auf den ersten Blick gar nicht feststellen, ob das hier eine echte ist oder eine Airsoft. Richtig schön gemacht. Apropos Beschichtung, verdient von mir auch nochmal einen Pluspunkt. Beim Schlitten hat VFC erstklassige Arbeit geleistet. Richtig schön geworden, wenn man das mit den anderen Glocks vergleicht. Ja, die war nicht so schön. Leider hier beim Outer Barrel Patronenkammer haben wir wieder diese alte Beschichtung, die mir nicht so gut gefällt. Da hätte VFC auch mal was Gutes abliefern können. Verstehe ich gar nicht, warum sie hier top gemacht haben und hier flop gemacht haben. Keine Ahnung. Nächster Pluspunkt, der Abzug, der wurde verbessert. War ja bei mir auch immer ein Kritikpunkt gewesen. Der läuft jetzt richtig smooth, hagelt nicht, absolut traumhaft. Hier hat man nicht das Gefühl, dass hier irgendwas schief läuft. Das wurde wirklich richtig akkurat gefertigt. Auch die Schlittenführung ist jetzt wesentlich geschmeidiger als bei den anderen Glocks. Hier hatte man immer auf dem Rückweg so ein Gefühl, als würde es auf dieser Position hakeln ein bisschen. Aber hier flutscht der Schlitten ohne Probleme wieder zurück. Das ist auch gegeben durch diese neue Federführungsstange. Hier haben wir eine stärkere, dickere Feder, die auch schon ausgelegt ist, denke ich mal, für CO2. Es wird hier bestimmt auch CO2-Magazine geben. Nächster Pluspunkt, auch sehr innovativ, ist natürlich die Hop-Up-Justierung. Wir können hier von außen über die Federführungsstange das Hop-Up justieren, ohne die Waffe auseinanderzunehmen. Absolut genial. Hat man hier die Sechskantschlüssel nicht dabei, lässt sich das auch wie gewohnt von innen einstellen. Guckt mal gleich mal vorne, finde ich auch ganz cool. Die haben den Innerbarrel in schwarz gewählt und haben hier auch so ein bisschen Züge und Dreilen nachempfunden von der Original Glock, sodass es hier von der Ansicht eigentlich auch so aussieht, als hätte man hier eine echte Glock 19 in der Hand. Richtig schön gemacht das Ganze. Nächster Punkt, würde ich sagen, ja, Gaseffizienz müssen wir auch nochmal erwähnen, hat Umarex bzw. VFC auch nochmal verbessert. Bei den alten Glocks konnte man so bis zu 3 Magazine mit einer Gasfüllung verschießen. Jetzt hier mit der Glock 19X sogar 4 Magazine, sogar noch etwas drüber. Ihr habt gesehen, beim Chrono konnte ich 97 Schuss machen mit einer Gasfüllung. Absolut genial. Präzision, würde ich sagen, ist okay, ist bestimmt besser, kann ich noch nicht sagen. Wie gesagt, das Hop-Up muss erstmal richtig flutschen, und ja, die Hop-Up-Justierung muss ich noch mal vornehmen. Ich denke mal, was ihr gesehen habt, ist absolut zufriedenstellend, kann man nicht meckern, und ich denke mal, das ist auch noch, geht auch noch ein Wert nach oben. Was haben wir noch? Ich denke mal, das waren jetzt alle positiven Geschichten. Ja, fangen wir mit den Negativparts an.
Das ist, wie gesagt, hatte ich schon gesagt, hier die Beschichtung vom Outer Barrel der Patronenkammer wurde wieder diese alte dünne Beschichtung gewählt, die ja nach wenigen Bewegungen sich hier schon abnutzt. Könnt ihr hier auch schon sehen an der Patronenkammer, geht das Ganze schon los. Verstehe ich überhaupt nicht, warum Umarex das so gemacht hat. Nächster Kritikpunkt, vielleicht Kritikpunkt, muss man auch sehen, was die Zukunft gibt. Hop-Up-Einstellung ist wirklich eine geniale, innovative Geschichte. Hat aber den Nachteil, wenn ihr jetzt die Airsoft komplett auseinander nimmt, geht die Hop-Up-Justierung einfach mal flöten. Da müsst ihr euch wirklich eine Markierung machen, damit ihr euch das wieder so einstellt, wie es war. Ja, muss die Zeit zeigen, ob das so was Positives ist oder nicht. Ich finde die Hop-Up-Einstellung einfach mal genial und innovativ. Ja, mal schauen, wie sich das denn so im Laufe der Zeit so dann macht. Nächster negativer Punkt, ja, kann ich auch nicht sagen, ob es negativ ist. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt der Endstand ist. Vielleicht tut sich sogar bei der Beschichtung noch was, wer weiß. Man hätte hier vielleicht hinten auch noch andere Griffrückenteile mit im Lieferumfang packen können, so damit das auch noch authentisch ist. Des Weiteren vermisse ich hier auch noch mal die Möglichkeit, dass wir hier wie bei der Original Glock 19X hier noch mal dieses Extended Magazin haben mit diesen Magazinboden. Ein bisschen dicker, vielleicht kommt das dann mit den CO2 Magazinen, müssen wir mal schauen. Ja, ansonsten muss ich ehrlich sagen, bin ich absolut begeistert von der Glock 19X. Umarex hat mich wirklich überrascht mit der Glock. Ich dachte einfach nur einen anderen Anstrich und fertig, aber hier muss ich sagen, es sind echt Verbesserungen eingeflossen, die mich überzeugen. Und das bringt mich jetzt zum nächsten Part, dem Fazit und der Kaufempfehlung. Fazit, Kaufempfehlung. Rein schon von der Optik sieht diese Glock 19X absolut sexy aus. Begeistert mich von der Optik absolut. Ich finde Glocks eigentlich tierisch langweilig. Nichts Besonderes. Okay, in der Sammlung muss man eine haben, weil eine Glock einfach dazugehört. Persönlich würde ich sie mir nie kaufen im Scharfbereich. Aber ich muss ehrlich sagen, die Glock 19X, nur von der Optik her, abgesehen von allen anderen, finde ich, hat total etwas. Hier mit den unterschiedlichen Coyote-Tan-Farbton, hier etwas dunklere Schritten mit den helleren Griffstück. Absolut genial. Und ich finde es auch schön, diese kurze, kompakte Bauweise von den 19er Schlitten und hier das lange Griffstück ist ja perfekt für meine Hände gefertigt. Hat man hier wirklich eine schöne, kompakte Airsoft in der Hand. Gefällt mir richtig gut. Was ich auch gut finde, was ich auch positiv anrechne, ist, dass es halt, wie gesagt, hier nicht einfach nur eine zusammengeschusterte neue Glock ist mit einem anderen Farbanstrich von VFC, sondern dass hier VFC auch Hausarbeiten erledigt hat, sich also auch den Problemen angenommen hat, die so aufgetaucht sind mit den ersten Modellen. Angefangen von der Beschichtung, okay, die haben sie auch nicht ganz zu Ende geführt. Hier haben wir immer noch diese doofe Beschichtung, aber das Ganze sieht jetzt hier schon richtig edel aus. Auch die Markings sind richtig schön tief eingeprägt, sieht richtig echt aus. Sie haben die Gaseffizienz erhöht auf 4 Magazine. Die Hop-Up-Justierung absolut klasse gemacht. Und auch hier die Schlittenführung läuft smooth, der Abzug läuft smooth, die ganze Waffe läuft einfach wie ein Traum. Und ich muss ehrlich sagen, bekommt jetzt von mir eine absolute Kaufempfehlung. Sagen wir mal mit einem kleinen Fragezeichen, denn ich kenne noch nicht mal den Endverkaufspreis. Ich denke mal, wird vielleicht auch so auf 180 € laufen. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe, es wird nicht höher. Ich finde 180 € schon ganz schön heftig. Okay, wir haben jetzt hier die Originallizenzen auch noch mit verbaut. Vielleicht kann man das auch noch entgegenrechnen. Aber ich hoffe mal, dass es nicht über 180 € wird. Denn ich denke mal, auch die Magazine werden bestimmt auch wieder ordentlich kosten. Und wer weiß, muss ich irgendwie nur an die G28 denken. Die gleichen Magazine, nur weil die eine andere Farbe hatten, waren die teurer. Ich hoffe mal, dass diesen Weg hier Umarex nicht geht, nur weil das hier in Tann beschichtet ist, das Magazin, dass das teurer wird. Also ich hoffe, dass das alles gesunde Bahnen nimmt. Ja, vielleicht haben wir dann auch die Griffrücken dabei, keine Ahnung. Werde ich vielleicht ein bisschen mehr auf der IWA erfahren. Ja, von mir bekommt das Teil hier eine Kaufempfehlung und es ist sogar so weit, dass ich das gute Stück hier behalten werde. Muss ich mit Umarex mal reden, wie wir das machen. Ja, das Ding geht hier in meine Sammlung rein und ich bin absolut zufrieden. Das war es gewesen von mir. Bruce, BB2K Airsoft mit exklusiv dem ersten Review von der Glock 19X. Ich finde, das ist ein absoluter Hammer, dass ich die Ehre hatte, ja, dieses Teil hier zu testen.
absoluter Hammer. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr von der Glock 19X haltet und auch ganz wichtig, was ihr von diesen innovativen Hop-Up-Einstellungen haltet. Ist das was? Ist es nix? Ich finde es cool. Was sagt ihr dazu? Haut's mal rein. Ansonsten kann man eigentlich gar nicht viel meckern. VFC Umarex hat hier eigentlich eine ganze Menge positive Sachen verbaut, die ich ehrlich gesagt persönlich nicht erwartet habe. So, und jetzt habe ich eine absolute Premiere. Ich denke, war schon lange nicht mehr passiert. Der Robert, er lebt noch, der alte Holzmichel, ist mal wieder im Review aufgetaucht. Auch er möchte in den Genuss kommen, exklusiv als erster eine Glock 19X von Umarex und VFC zu kuscheln. Das ist eigentlich auch schon mal eine Tendenz, dass auch Katzen die neue 19X richtig genial finden. Eigentlich wollte ich das Review jetzt abschließen mit ein bisschen Dryfire, aber ich denke mal, das erspare ich den Robert, sonst ja, ist ja ein alter Mann, den wollen wir jetzt nicht auch noch belästigen. Also, das war's gewesen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schreibt fleißig eure Kommentare rein. Ja, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der kann da oben mal gerne auf den Knopf drücken. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Ja, und ich bin wahrscheinlich, während ihr das guckt, fleißig immer noch auf der IWA am Filmen, neues Material für euch zu sondieren, neue Möglichkeiten zu finden, euer Brieftasche zu entleeren. Ich denke mal, das wird jetzt alles kommen. Wie gesagt, das war's von mir. Bruce BB2K Airsoft Channel. Bleibt mir gesund. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Ja, und ich kann nur sagen, die Glock 19X, die ist schon mal sowas von eingesackt. Oder Robert, was sagst du dazu? Jetzt ist er nicht mehr begeistert. Ich denke mal, er hat Hunger. Geben wir ihm mal was zu essen, oder?